Hello, Hauptwerk Part 3 oder auf Deutsch Guten Tag, Hauptwerk Teil 3. Im Hintergrund hört ihr natürlich den Hund, der muss dabei sein und meine liebe Frau ist auch wieder da heute. Sie macht wieder mit. So, ich wollte heute mit ein bisschen Elektronik anfangen und gucken, ob ich von einem der Tastaturen, was mache ich denn da? Von einer der Tastaturen ein Signal rauskriege und dass die Verbindung funktioniert. What I want to do today is I want to play around with the electronics. We've got all the electronic bits there and I want to wire up one of the keyboards, or maybe two, to see if I can get a signal going into the computer, a MIDI signal. So I think I've understood it. I've dug out all the parts and it's not as difficult as I thought because I bought these keyboards from Fraser. It should be a case of plug and play. Should be a case of plug and play. Weil ich diese Fraser-Tastaturen gekauft habe, sollte es tatsächlich einfach sein. Es sollte einfach plug and play. Und das ist heute mein Ziel, ob das tatsächlich so ist. Das ist zumindest der Plan. Okay, so as you know, I ordered 4 keyboards and I've only got one out now because I want to play with it and see what it is. But there are 4 MIDI decoders one per keyboard obviously, and we'll have a look at that in a minute. And that, they all get connected via this enormous ribbon cable with all these wonderful connectors. We'll come to that in a minute. And they get connected to, basically to this, and this is where all the magic happens. I've already dug it out to have a look. Das hier sind die 4 Decoder, MIDI-Decoder für die Tastaturen. Ja, mehr dazu gleich. Die werden mit diesem Kabel hier, und die ganzen Konnektor sind schon fertig, das ist schon mal sehr schön. Die werden natürlich damit verbunden und die gehen hier zu diesem MIDI-Interface. Sehr clever. Und das ist von Gino MIDI alles, ne? Und angeblich ist das, wo alles tatsächlich dann passiert. So ist der Plan. So, as you can see, this is a Gino MIDI interface. So our friend over in Holland, Nico, did all of this. He makes these himself, which is rather exciting. At least I think he makes them himself. I'm assuming he does. It's all got Gino Electronics written all over it, so it must be all done by him. So it's absolutely beautiful. And theoretically, it should save some time. So, like I said, the plan is all the keyboards get connected together. We'll show you that in a minute. Via these cables, these decoders, they all come into this MIDI interface, and with a MIDI cable, there's the MIDI out, with the MIDI cable, that goes into the MIDI interface, into the computer, and we should have a signal that should be able to control the Hauptwerk software. Und jetzt auf Deutsch. Wie gesagt, wir verbinden die Keyboards mit diesem Kabel zu diesem Interface und dann kommt ein MIDI-Kabel, ganz stinknormal MIDI-Kabel, 5-polig, das geht hier rein, das geht zum MIDI-Interface zum PC und theoretisch haben wir dann ein Signal für Hauptwerk, für die Orgelsoftware. So weit ist der Plan. Wir gucken das jetzt etwas genauer an. Wir fangen mit der Tastatur an. Okay, so let's start with keyboard number 1. I've turned it over and on the underside of the keyboard there are 2 connections here, 2 plugs. Actually, it's quite a new keyboard. This was made on the 8th of October 2020 according to this sign here. Now, if I dig out this piece of electronic wizardry here, this should be a simple matter of connecting this to that, and that to the PC, and that should be it. Okay, so hier habe ich unser Decoder. Das verbinde ich einfach mit diesen 2 Plugs hier. Die Tastatur ist übrigens sehr neu. 8. Oktober 2020 wurde die in Italien zusammengestellt, also sehr neu. Also theoretisch muss ich nur das miteinander verbinden, hierhin, und dann habe ich hoffentlich ein Signal. Diese Elektronikkomponenten sparen jede Menge Zeit, angeblich. Ich bin gespannt. Now, I don't know if you can see this in any great detail here, but this decoder has quite a lot of exciting things going on. Now, why are there 2 cables and why are there 2 connections on the keyboard itself? I don't know if you can read that. We have discant, and under here we have a basscant. So this is the treble and the bass. So the keyboard is split into 2. And obviously then we have the 2 cables. Now these things here, these green chaps here, these are jumpers
that are decoding the MIDI signals coming from the keyboard. I'll go into that in more detail in the future, but you don't need to know it yet. What's quite important is this little row of things here. It goes from 1 to 7, and this is going to, because everything's connected together, the MIDI signals obviously have to be split up per manual or per division. So at the moment this jumper is on peg number 2, so I'm just going to leave it there for now because it doesn't make much difference. But I've got 4 manuals, so if you imagine we could have pedal on number 1, manual number 1 on number 2, and so on and so on. So I would have manuals on 2, 3, 4, and 5. That would leave me 6 and 7 free for things like, I don't know, stop control or something like that. So there's all the MIDI signals have to be split up, and these jumpers here do that. Okay, dieses Teil hier ist eigentlich sehr logisch. Also warum 2 Kabel, warum 2 Connector und Keyboard? Ja, wir haben ein Diskant und ein Basskant, also hoch und tief, also oben und unten von den Tasten. Diese Teile hier, die werde ich erwähnen in der Zukunft. Das hat mit Velocity von der Tastatur zu tun. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ganz wichtig ist aber das hier, diese Reihe hier, schon wieder mit Jumpers und also wir haben 1 bis 7 hier und natürlich, ich habe 4 Manuale und ich kann die nicht alle auf dem gleichen Peg haben sozusagen, weil ansonsten würde es nur ein MIDI-Signal ausgeben. Also ich lasse das hier bei 2, das wäre mein erstes Manual zum Beispiel. Die Nummer 1 lasse ich frei für Pedal. Nummer 2 ist dann diese Tastatur, Nummer 3 ist die zweite, Nummer 4 ist die dritte, Nummer 5 ist dann die vierte und so weiter, so weiter. Ich hätte immer noch 2 frei hier, falls ich eines Tages irgendwas mit, weiß ich nicht, Registerzüge oder irgendwie so arbeiten will. Aber so viel zu diesem Teil, also hoffentlich ist es so einfach, wie ich denke. Wir probieren das jetzt. Right, here we go with some cabling up. I've got, let me think, wait a minute, that's the bottom, this is the top, so hold on, get it the right way around. Short cable is the top one, okay, so that's here. So, let's plug that in, that's a nice tight fit. And the base cable goes in here like this, okay, so far so good. Okay, ich musste gerade überlegen, was unten und was oben ist auf der Tastatur, weil es falsch rum ist. Und jetzt habe ich die richtig rein. Bass und Diskant, ja, ist richtig, okay. So, jetzt haben wir das verbunden. Das muss natürlich irgendwo montiert werden. Now, once I've put the cables in, this now has to be sort of mounted somewhere. There are 2 mounting holes, and I'm guessing it goes there because that fits perfectly, but there's this sort of thing in the way. So I probably have to cut that off. Das muss natürlich montiert werden und ich gehe davon aus, dass es hier ist, weil das passt von der Verkabelung her, das passt ziemlich perfekt. Aber da ist natürlich hier dieses Nippel im Weg. Ich gehe davon aus, dass ich das absägen muss, damit das perfekt passt. Naja, das machen wir später, das machen wir noch nicht, das ist unnötig. Wichtig ist jetzt, ob wir ein Signal jetzt kreieren können. Okay, I'm going to do that later. I won't worry about that now. I think what's more important now is to see if I can get a signal from this into the computer. Okay, so jetzt verbinde ich Teil 1 oder Manual 1. Das geht ganz einfach mit unserem MIDI-Interface selber. Wo geht das? Das geht hier. Okay, so I've just connected our decoder there with our main MIDI board here. It's very clever, it's all labeled. It says Gino bus. I suppose this would be the bus, the decoder. There are all sorts of other little ports on here, but we'll come to that at some point in the future. Now, I need to get some power in there and then I need to get my MIDI cable in there. Ich brauche jetzt nur noch Strom. Da war ein Netzteil war dabei. Und unser MIDI-Kabel dazu hier und dann haben wir hoffentlich hoffentlich ein Signal. Deutsch und Englisch gleichzeitig ist doch nicht so einfach. Okay, Netzteil. Right, the kit I ordered from Nico very kindly came with its own 12-volt DC supply, so I'm just going to plug that in there. It lights up rather nicely.
which is fine. And hopefully we have a signal here. I think that says, yes, MIDI event. So this should light up when I press a key. Okay, 12 Volt Netzteil wurde von Nico mitgeliefert und das leuchtet. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und wenn ich jetzt eine Taste drücke, sollten wir hier ein MIDI-Event haben. Und wenn ich natürlich loslasse, noch ein MIDI-Event. Jetzt bin ich gespannt, das habe ich noch nicht getestet. Seid ihr soweit? I haven't done this before, so I'm very excited to see if it works, if it is actually a case of plug and play. This should light up when I press the key and then light up again when I let go of the key. That would be 2 MIDI events. Here we go. Yes. Haha. Yes. All right, that worked. Das hat perfekt funktioniert. So, MIDI-Signale kommen durch. Ah, perfect. That's working. That's really rather exciting. That's a lot easier than I thought it was going to be. So our MIDI signals are coming in to the machine here. All I've got to do now is see if I can get them connected to the PC. I'm going to go and have to find a MIDI cable. I hope I've still got a MIDI cable somewhere. I'll be back in a minute. Ich hoffe, ich habe noch ein MIDI-Kabel irgendwo. Muss ich mal suchen jetzt. Bis gleich. Right, one MIDI cable later, which is going into my interface, which goes straight into the PC. I've loaded up my test version of Hauptwerk that I have downloaded, and I've got a free organ sample set on there. I've loaded up some stops, and theoretically, when I play this chord, we should hear a sound. Ha 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 ha! Yes! Okay, MIDI-Kabel zum PC. MIDI-Kabel, bla bla bla, alles da über ein MIDI-Interface in dem PC. Ich habe die Trial-Version von Hauptwerk da. 14 Tage lang darf ich das jetzt probieren, bevor ich das kaufen muss. Ich habe eine umsonste Orgel heruntergeladen von Grabowski und wie ihr gehört habt. Alles funktioniert perfekt, ohne Probleme. Das ist ziemlich cool, das habe ich nicht erwartet. Das ist viel einfacher, als ich dachte. Der nächste Schritt ist natürlich, jetzt ein paar Tastaturen zusammenzubasteln und gucken, ob ich das tatsächlich hinkriege. Das machen wir im nächsten Video. Okay, so the next step, that was much easier than I thought it was going to be. I'm really rather excited by that. I'm very excited by that, in fact. So the next step is, of course, to assemble the keyboard stack, wire them all up together, and hope I can get the 3 separate keyboards. Now, this organ here is, of course, set up for 3 keyboards. I don't know if you can see that on the screen. When I press a key here on my keyboard, it's lighting up the keys on the organ keyboard there. I don't know if you can see that. So theoretically, if I put 3 of my manuals together now, I could wire them up to activate those manuals, and hopefully I could then have my little 3 manual keyboard stack for this instrument here, and obviously in the future when I've bought or downloaded some more exciting 4 manual organs, I can use all 4 of my manuals to work with the software. So that's rather exciting. That means the electronic side of things is working. Okay, das ist natürlich viel spannender, als ich dachte. Ihr seht, wenn ich hier eine Taste drücke, geht es hier. Man sieht die Tasten hier bewegen. Natürlich nur ein Manual. Wenn ich jetzt, sagen wir, 3 meine Manuale zusammenbauen würden, ich könnte das dann so aufteilen, das ist, wie gesagt, mit diesem Jumper hier, dass das nur diese Manuale kontrollieren. Und dann hätte ich eine 3-manualige Keyboard-Stack. Und dann könnte ich diese Orgel zumindest nur mit den Manualen spielen. Das wäre natürlich der nächste Schritt. Und ich glaube, ich probiere das jetzt heute noch aus. Aber wir machen das im nächsten Video, weil ich muss gucken, dass ich das irgendwie aus dem Weg montiere, damit es nicht beschädigt wird. Also man merkt, das ist alles sehr filigran und ich darf natürlich nichts kaputt machen. Das wäre fatal. So I think I will later today put 3 manuals together and wire them all up and see if that does work. But I want to sort of tidy this all up a bit. I will mount this where it's supposed to be mounted there. But all of that's going to be in our next video. Not too much at once. So there we are. That's a very quick update of our first electronic wizardry. And yeah, that's that. What else has to be done electronic-wise? Well, this will connect the pedal board to this MIDI interface. I have no idea how we're going to do that yet. I still haven't seen the pedal board myself, so we have to work that out. And then this rather exciting looking thing here,
This will be for all the pistons and accessories that I have. So if I have pistons, if I maybe have other sort of, I don't know, maybe down the road get some LCD or LED screens that tell me things, and this would all be wired up here, and again connected via this ribbon cable to our MIDI interface that then connects everything. So it appears to be simpler than I thought. That's not actually quite true. There is one thing that's going to require quite a bit of work, involving the soldering iron, and that's when it comes to the swell pedals. Eine Sache, die nicht einfach wird, das sind die Schweller. Und die werden hier mit diesem Kabel hier an diesem Teil verbunden. Und da muss ich natürlich meinen Lötkolben. Habe ich einen Lötkolben? Nee, ne? Habe ich nicht. Mein Schwiegervater hat garantiert einen Lötkolben, oder? Hat er? Der hat garantiert einen Lötkolben, okay. Und für die Schweller, das muss irgendwie auch mit diesem System hier verbunden werden. Und das ist natürlich eine analoge Bewegung und das muss elektrifiziert und wahrscheinlich midifiziert werden. Und angeblich muss ich es hier mitmachen, aber wie das geht, weiß ich noch gar nicht. I have no idea how that works so far. I'm going to have to research that one, but basically that's it. From the electronic side of things, obviously this all has to then be assembled and made to look nice. So that's going to probably be the more difficult part actually. I think actually getting the thing physically playable will be the easy part and making it look nice will be the difficult part. So, dass das Ding spielbar ist, wie wir gesehen haben heute, das wird ziemlich einfach. Aber dass das Ding gut aussieht, das wird länger dauern und das wird wahrscheinlich ein paar Nerven kosten. Aber wie gesagt, ich habe hoffentlich jemand an der Hand, der mir dabei unterstützt. Und mehr dazu in den nächsten Videos. Okay, das war's für heute. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns am Wochenende im nächsten Video mit den nächsten elektronischen Teilen. Ich bin gespannt. Bis dann. So, that'll do for today. A quick update on getting something working, which is rather exciting. So the next video, hopefully at the weekend, will be the next electronic step with some more keyboards and maybe even a little bit of music played here. Obviously no pedals yet, but just on some keys. That'll be rather exciting. That'll do for now. See you at the weekend. Bye bye.